Was können wir von dieser WM lernen? Was war besonders und was bleibt? Mich hat es wahnsinnig genervt, vor allem zu Beginn der WM, nicht Fußball im Vordergrund stand, sondern viel Diskussionen um Menschenrechte und so weiter. Einfach verlogen. Plötzlich interessiert uns die Menschenrechte in Katar. Vor der WM hat sich keiner dafür interessiert. Und die Frage, wen interessiert das nach der WM? Warum hat sich keiner interessiert für die Menschenrechte im WM Russland oder bei der Olympiade in China? Wo fangen wir an? Wo hören wir auf? Wer spricht von Guantanamo auf Kuba, was die Amerikaner veranstaltet haben? Wenn wir die Menschenrechte verteidigen, dann müssen wir immer und nicht nur, wenn die Medien zuschauen oder unsere Politiker das wollen. Es ist falsch, andere Kulturen unsere Werte aufzudrücken, nur weil es gerade in unser Konzept passt. Entweder machen wir das dauerhaft, dann sollte unser DFB darauf verzichten, dorthin zu fahren und auch die Werbeträger und Sponsoren keine Werbung mit Katar machen. Oder wir akzeptieren, dass Fußball sowieso kommerziell ist. Zum Beispiel Bayern München wird von Qatar Airways gesponsert. Wir müssen, liebe Freunde, wahrnehmen, dass wir nicht alleine auf dieser Welt sind. Es gibt so viele verschiedene Länder, Kulturen und Religionen, die andere Werte haben als wir. Es gibt so viele Missstände in allen Herrenländern. Warum spricht keiner davon? Ich schaue keinen Fußball an. Ja, großartig. Ich halte meine Hand vor dem Mund. Ja, super. Ich schnall mir ein Band um den Arm. Ich lasse mir einen Regenbogen am besten ins Gesicht tätowieren. Bringt das was? Nein, es bringt definitiv nichts. Die Einstellung in den Köpfen der Menschen kann man nicht innerhalb 4 Wochen ändern. Ganz im Gegenteil, wir produzieren dadurch viel Widerstand, viel Spaltung, viel Hass und wir machen uns dadurch unbeliebt. Wir vergessen, das ist ein Fußball-WM, doch Fußball ist ganz im Hintergrund. Die deutsche Mannschaft hätte auf Fußball konzentrieren sollen, hätte vielleicht mehr erreicht. Es ist eine Fußballmeisterschaft und keine Haltungsmeisterschaft. Dafür sind Verbände da, dafür sind Organisationen da, Menschenorganisationen. Eine Waschlappe um den Arm binden soll Katar und die Welt ändern. Also bitte, wo sind wir denn? Wir sind nur auf das Negative fokussiert. Diese Kultur hat so viel Positives, so viele Qualitäten, Zusammenhalt der Familie, die Herzlichkeit, die Wärme in zwischenmenschlichen Beziehungen. All das wird unterm Tisch gekehrt. Wir haben selbst genügend Missstände, Kinderpornografie, Kindermissbrauch, Alterarmut und. Wir sollten lieber an unseren eigenen Nase packen. Mit dieser Doppelmoral kommen wir definitiv nicht weiter. Ich finde, das ist die beste WM aller Zeiten. Die Stadien sind nur eine Stunde voneinander entfernt. Die Stimmung in den Stadien und außerhalb gigantisch. Die Freundlichkeit der Einheimischen ist groß, sind hilfsbereit. Alles ist top strukturiert, top organisiert und vor allem friedlich. Wegen Alkoholverbot. Darüber sollten wir auch vielleicht Gedanken machen. Und spielerisch war nicht langweilig, waren viele Überraschungen, zum Beispiel Saudi-Arabien hat Argentinien besiegt. Aber das größte Phänomen ist und bleibt das wunderschöne marokkanische Märchen. Ist zwar
im Halbfinale beendet. Doch Marokko hat viel Respekt und viel Anerkennung verdient. Marokko, der Sieger der Herzen, hat Geschichte geschrieben und hat uns gezeigt, dass Talent wichtig ist, aber es gibt andere Qualitäten. Wenn du brennst für dein Vorhaben, wenn du mit Herz zur Sache gehst, dann kannst du viel und viel, aber sehr viel erreichen. Ich finde, alle Spiele von Marokko sind Fußballlektionen, die in Fußballakademien gelehrt werden sollen. Marokko hat die ganze Welt fasziniert mit seinem Teamgeist, seiner Individualität, sein Zusammenhalt, seine Disziplin, seine Taktik. Und jetzt steht nicht nur Afrika und arabische Länder hinter ihm, sondern viele Nationen aus verschiedener Herkunft. Aus dem einzigen Grund, wenn du die Herzen der anderen entzünden willst, muss erstmal in dir brennen. Und das hat uns Marokko gezeigt. Ich finde, wenn du mit Herz spielst, entzündest du die Herzen der anderen. Und das hat Marokko sympathisch gemacht. Letztendlich wird diese WM als außergewöhnliche WM in unseren Köpfen bleiben. Für manche im positiven Sinne, für andere im negativen Sinne. Ich wünsche euch, liebe Freunde, frohe Weihnachten, schöne Feiertage und nur das Beste für eure Zukunft. Nicht vergessen wie immer, kommentieren, abonnieren, weiterempfehlen. Für mein Video gilt Daumen hoch, für euch Kopf hoch, euer Muad.